Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Übrigens, ich habe mit einem der Claire-Brüder gesprochen. You have? And how did you like Mr. Clare? Ich mochte ihn nicht besonders. Er ist ein wunderbarer Mann, wunderbar und gerecht. Wrack ist ein Held der Arbeiterbewegung. Er ist der Vorkämpfer, dem ich die Treue geschworen habe. Er ist ein aufgedunsener Regenbogensozialist. Ich kann mit ihm Geschäfte machen. Für einen Sozialisten ist er vernünftig. Er ist nicht der Vorkämpfer, für den ich mich entschieden habe. Ich möchte Ihnen und dem Kapital die Treue schwören. Nein. Es ist unwichtig, wie ich ihn finde. Ich habe meine Arbeit gemacht. Sagen, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, also ihr gegenüber nicht. Ich fand ihn halt absoluten asozialen Arsch, aber er ist halt einfach wirklich korrupt bis zum geht nicht mehr. Das ist halt so die Sache. Und er hat versucht, mich zu verarschen. Aber es reicht, glaube ich, ihr gegenüber, wenn wir sagen, na, wir mochten ihn nicht besonders. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually, corruption. That's how he's done it. Fantastic, worm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. Sie blickt zum Boden und nickt. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt worm myself. However, if you felt like discussing something, how could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say about these things. Tell her she'll like you for it. Yes, your disgusting necktie agrees completely. Let's gossip. Ich werde ihr auf gar keinen Fall sagen, dass mein Revolver weg ist. Halt, not gonna happen. So, nein. Oh, die Krawatte. Oh, ich liebe alles daran. Oh. Aber ehrlich gesagt möchte ich mit Ihnen erstmal über was anderes sprechen, wenn Sie nichts dagegen haben. Of course, Detective. Should something come up later down the road, don't be afraid to drop by for a chat. Until then, is there anything I can help you with? Ja, was können Sie mir denn über den Lynchmord erzählen? Quite a few things, I'm afraid. Sie verstummt kurz und denkt über etwas nach. Sie kann mir einiges über den Mord erzählen. Okay, interessant. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Okay. Ich habe meinen Ausweis nicht, ne? Meine Ausweisnummer? Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41, Detective Dubois. I'm afraid Harry doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. Oh, and what happened to yours, Detective? Sie gibt dem Lieutenant seinen Ausweis zurück und wendet sich an dich. Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. Erinnern Sie sich noch, wie mein Partner Ihnen erzählt hat, bei mir sei vor kurzem ein ungewöhnliches medizinisches Problem aufgetreten? Der Verlust meines Ausweises steht damit im Zusammenhang. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Durchaus möglich. Nach einer von extremem Alkoholkonsum geprägten Nacht hatte ich keinerlei Erinnerung an mein Leben oder die Beschaffenheit der Welt mehr.
Ja, vielleicht habe ich ihn auch gegessen. Ich weiß nichts mehr. Weder über diese Welt noch über diese Stadt. Nichts. Ja. I can't hear you, darling. Speak up, please. Scheiße, wir müssen halt eins von beiden sagen. David, ich will... shit, ich weiß nicht, was besser wäre. Es ist halt beides unfassbar awkward. Aber ich glaube, wenn wir sagen, dass unsere Medical Condition einfach ist, dass wir durchgesoffen haben, also es ist so eine 50-50 Chance. Also entweder respektiert sie dann, dass wir ehrlich zu ihr waren, oder sie verliert halt jeden Respekt vor uns, weil wir halt einfach Hardcore-Alkoholiker sind. Ich kann sie noch nicht genug einschätzen. Ich meine, damn, das ist schwierig. Ich meine, das Zweite ist letztendlich genau die Aussage des Ersten, nur dass wir halt nicht sagen, dass wir Säufer sind. Schwierig. Ich fühle eigentlich eher das Erste, aber ich bin trotzdem versucht, mit dem Zweiten zu gehen. Einfach weil ich glaube, dass das Erste uns mehr Probleme... Verdammt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat. Nein, wir gehen mit dem Zweiten. Oh dear. I suppose this does explain some of the more curious turns in our conversation. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Shit. Okay. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Okay, wir haben zumindest Mitgefühl ausgelöst. Das hätten wir wahrscheinlich bei der anderen Option, also wenn wir gesagt hätten, dass wir einfach gesoffen haben, vermutlich nicht. Was für eine Vereinbarung wäre das? I mean, favors for favors. A dirty alliance of some sort. Wir könnten auch sagen, okay, dann treibe ich den Ausweis irgendwie auf. Unterhalten wir uns über etwas anderes, bis ich ihn gefunden habe. Ich habe keine scheiß Ahnung, wie dieser Ausweis ist. Was kann ich Ihnen für einen Handel anbieten? Easy. Just offer her a favor. Like I said, nice and dirty. Einfach nur 12 gewürfelt, okay. Wir können Ihnen unsere Fähigkeiten als Gesetzeshüter doch bestimmt auch auf andere Weise unter Beweis stellen. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Zum Beispiel. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. They're profiting from this trade. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Ich meine, wir sind auf der Suche nach Drogen. Or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Ach so. Detective, a word in private before we continue. Entschuldigen Sie uns bitte einen Augenblick. This is not going quite as I hoped it would, Detective. Auf welchen Gesprächsverlauf hatten Sie denn gehofft? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance and, not volunteer us to be her henchmen.
Oh, sind wir jetzt also Handlanger? Im Ernst? Und ich dachte, hier wäre alles erste Sahne. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Tja. Aber ich hatte ja auch nicht viel andere Gesprächsoptionen, oder? Also. Also gut, wir hätten einfach sagen können, wir versuchen den Ausweis wieder zu bekommen. Wir könnten natürlich auch einfach versuchen, meinen Ausweis zu finden. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. You could request a new one from your station, but that would literally take months. Und was schlagen Sie vor? Dass wir diesem Drogenschmuggel nicht nachgehen? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Okay, dann reden wir weiter mit ihr. You're back. Good. What can I help you with? Okay, erzählen Sie mir von diesem angeblichen Drogenschmuggel. It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Ingredients for what, ma'am? Meth and dextroamphetamine, GBL, and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Shit, yeah, baby. It's the party pipeline. Why would you want to shut that down? Warum versuchen Sie, die Party-Pipeline stillzulegen? Damit ich das richtig verstehe. Die Rohstoffe gelangen durch die Verladestationen aus Samara nach Revachol? Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade, ma'am. Do you mean to say the Union also produces the product? Sells drugs, I mean? We're in logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. Und Sie wollen, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Yes, but you won't get anything out of Wrack and the Dockworkers Union. Still, every chain has its weak link. Brauche ich dafür einen Bolzenschneider? Warum sind wir so fixiert auf diesen scheiß Bolzenschneider? Was meinen Sie damit? The lorries. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Es ist kein Zufall, dass die Lastwagen dort gestrandet sind, oder? No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, Sie hält inne und blickt auf das Meer. this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. A cold breath rushes in from the bay, making its way down the alleyways and potholed streets. From Martinez to Jamrock,
In the traffic you hear the clinking of glass vials, concealed beneath tarpaulin. Or is it just your teeth chattering in the cold? Du erschauderst. Was für ein verdammtes Elend. A lot of it. It comes in from large Samaran factories in South Safre, Sigai, and Sinyao. The literage they must get from this terminal alone must be oceanic. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motortract and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Die Frage ist, sollten wir dann morgen wirklich den Weg über die Schleuse aufmachen? Welche Beweise haben Sie dafür, dass die Gewerkschaft in die Sache verstrickt ist? How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund it. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for themselves. Sie denken also, dass der Streik durch Drogenrohstoffe finanziert wird? Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. Warum haben Sie sich nicht schon früher in die BMA gewandt? We did, on more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. We know the company has launched its own probe into the union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCM. No one's been able to find any hard evidence. Well, here's your chance, officers. Ehrlich gesagt möchte ich mit Ihnen erstmal über was anderes sprechen. She simply nods. Das wäre vorerst alles. Of course, Detective. Take care. Will do. Okay. Ich würde gerne noch mal kurz hier rein. Und zum Balcony. Was brachte uns die Tür doch gleich? Ah, das war der Laden hier, okay. Aber hier geht halt auch nichts mehr, okay. Wo finde ich den Typen, der mit uns noch reden wollte? Ich habe keine Ahnung. Die Tür ist auch, also da ist halt nichts, womit man interagieren könnte. Ich bin so lost, was den Balkontypen angeht, ne? Warum raucht da unten jetzt was? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ist das dein Bett in der Kohlenkammer? Oh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Es ist nicht unbedingt schön, aber man muss eben nehmen, was man kriegt. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Hast du kein richtiges Zuhause? Does anyone in a city like this? Okay. Shoot, Piggy. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Es ist halt so weird, weil wir... Ich meine, wir sind ja extra hier reinge... Ah, hier geht's auch noch zum Balkon. Wow. Okay. Das muss er auch wissen. Der Verteilerkasten ist voller Zigarettenstummel und elektrischer Drähte. Bisschen Kleingeld.
Eine Tür, mehr nicht. Momentan kommst du hier nicht weiter. Jemand hat Rosmarin, Thymian und einen Kaktus angepflanzt. Wir gehen hier gleich wieder hin. Ich möchte nur noch mal ganz kurz. Ich hab's halt echt nicht gesehen, ne? Also es ist halt, wenn du hier nicht Tab drückst und die Tür siehst, dann achtest du hier ja auf alles Mögliche, aber halt nicht auf das, was hier in dem schwarzen Bereich drin ist. Ah, das ist okay. Also ja, man kann es sehen, aber es ist schon auch ein bisschen versteckt. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Ja, gleich. Ich will nur erstmal gucken, was hier zu den anderen Türen zu sagen ist. Okay. Lauf nicht so weit weg. Völlige Stille, es ist niemand zu Hause. Wohnung 30. Stimmen dringen aus dem Innern. Sie singen ein beschwingtes Tanzlied mit. Okay, da komme ich nicht rüber, ne? Ach nee, das ist ja, okay, nee, das ist, ich weiß, was das ist. Und ja, da waren wir schon. This door is made of number 20. Let's see if anyone's home. Knock on the door. No one answers. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. Er sieht sich um und sagt die kalte Frühlingsluft ein. We should return tonight after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Klingt gut. Tonight at 9 p.m., right here, apartment number 28. Good, let's go. Okay. Dann haben wir zumindest ein bisschen was rausgefunden. So, ja, da ist der Auftrag da dazu gekommen. Ach shit, wir müssen 20 Real auftreiben, ne? Also wir haben 17. Will ich hier reingucken? Ist probably keine gute Idee, oder? Ist aber niemand da. Was haben wir hier? Ah, die Dinger, die ich letztes Mal habe liegen lassen. Ja, nee, habe ich schon aus dem Grund da gelassen. Gut, ja, wir müssen ja eh prinzipiell in den Hafen, ne? Aber da müssen wir jetzt nicht mehr hinten rum. Wir können ja jetzt offiziell. Oh, und wir könnten. Wir haben so viele Aufträge, ne? Das ist halt auch der crazy shit. Wir haben halt. Also das Ding würde ich halt gerne irgendwie ignorieren. Aber was so besonders an dem Bosch ist, wissen wir doch, oder? Ja, da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit Evrat sprechen. Wir haben einen Punkt in Ausdauer gesteckt, ne? In Schmerzgrenze? In Schmerzgrenze. Mal gucken, ob ich die Tür nochmal probieren kann. Kein zurechnungsfähiger Kopf würde seinen Menschen in eine solche Maschine stecken. Ach so, es geht um das Haarlocken-Whatever-Ding. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. 42%. Wir brauchen eine 8. Ah, shit. Oh, that hurt. That hurt big time. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door?
Don't you know that things like that hurt? Ist das etwa Blut? Du reibst dir die Stirn. Are you alright? This looked pretty intense and painful, I must admit. What is going on there? I warned. It barely looks like you've done any. Ja, okay. Achso, das ist wieder das Ding. Ja, okay. Wir könnten... gerade mal das Ding anlegen. Oh, bist du neu? Ja, Scheißdreck ist nichts für mich. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Braver Briefkasten. The box seems happy. Eat shit pig, fucked by the coon, and St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. Ich weiß, wie du dich fühlst, Briefkasten. Ja, das kenne ich. Whatever, Briefkasten. Das kenne ich nur zu gut. Du solltest dir mal ein paar scheiß Eier wachsen lassen, Briefkasten. Das kenne ich nur zu gut. The mail collection box seems cathartic, thankful even. So do you. You shudder, then you swallow. And then suddenly, you see it. Over all the other graffitos, someone has, using the tip of a very sharp knife, cut the words, Revachol forever. Wenn wir dagegen treten, nehmen wir safe Schaden, oder? Ja. There is a hollow ring as you kick the box. It sounds like it's mostly empty. Your toe hurts now. Okay, wir haben, glaube ich, keinen Schaden genommen. Your toe Doch. has suffered damage. It hurts. Cool. You really showed that mail collection box. Finden Sie finden das lässig? I don't. Let's go. He must see the box as the weaker of the two, and you as a bully. Something he doesn't stand for. Wir nehmen ein Highlight. Hallo. Vigilance officer, what can this old carabinier do for you? Ja, nicht so. René, ich habe Ihre Wachkabine gefunden. Yes, the Debardeurs Union pays me to stand vigil during the night. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. He feels like he has to justify himself for some reason. Sie müssen doch in der Nacht des Mordes irgendwas gesehen haben. Von Ihrer Kabine aus kann man den Hof überblicken. Ich habe dort ein Foto mit Ihnen gesehen. Sie haben glücklich ausgesehen. Wer ist das Mädchen? She is nobody. This is none of your concern, and I refuse to discuss my private affairs with the RCM. Shit. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Okay. Sie müssen doch irgendwas gesehen haben. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. Moment mal, warum haben Sie frei? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. Ach so? You see, officer, René is the kind of man who'd rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. I'm fine, goddammit.
Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. Wer hat in der fraglichen Nacht in ihre Schicht übernommen? No one. The boss has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. I mean... Look, officer. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. Es macht also keinen Unterschied, ob sie dort sind oder nicht? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Er versucht so zu argumentieren. Wrack created this job for René because he knows the Royal Carabiniers' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting there reflects bad on the whole neighborhood. His words. Evra hat es verstanden. Die Großen sorgen sich um die Kleinen und alle ziehen an einem Strang. Gefällt mir. Eine solche Abhängigkeit schwächt einen Menschen nur noch weiter. Fressen oder gefressen werden. Dazwischen gibt es nichts. René ist jedoch nur einer. Wir brauchen ein Programm, das alle Senioren zurück in die Arbeitswelt bringt, das die Leute motiviert. René sollte sich selbstständig machen, die Gewinne investieren, ein paar Leute einstellen und immer weiter expandieren. Lohnarbeit ist eine Sackgasse. Es ist überhaupt nichts falsch daran. Pfand zu sammeln. Ich mache das auch. Du streckst deine Pfandtüte stolz vor dich. Tja. Gefällt mir ehrlich. Es ist so. Also ja, auf den ersten Blick ist das halt so eine nette Geste von Evrard. Aber wenn wir ehrlich sind, der macht das halt nicht aus Nettigkeit. Das ist halt ein Typ, der macht nichts aus Nettigkeit. Also das mit selbstständig machen ist halt absoluter Unfug. Wenn wir unseren Respekt vor ihm, wenn wir unseren Respekt bei ihm nicht verspielen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall nicht das 5. sagen. Also sind wir letztendlich bei 2 oder 3. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie 3 gemeint ist, weil Senioren sollten nicht arbeiten müssen. Ich gehe trotzdem mal damit. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Look, officer, can we conclude the topic of my guard boost now? Ja, natürlich. Yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Ich habe beim Kreisverkehr die Statue von Philippe III. Gesehen. Ah, yes. King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Cocaine? Cocainum? Sounds like our kind of king. And just imagine what kind of cocaine a king would have had. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Und wie soll ein wahrer König herrschen? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Ich würde eher sagen, dass für einen Anführer stets das Volk an erster Stelle stehen sollte. Mächtige Herrscher,
die unerschrocken das tun, was getan werden muss. Das sind die Leute, die dieses Land braucht. Nee. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Don't get started on that again. What happened, happened. In seiner Stimme klingt jetzt Überdruss mit. Er hat sich diese Tirade schon viele Male anhören müssen. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Wie war das mit dem Kokain? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. You can't even take responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? That's why the Philippian kings use cocaine, for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revershol's finest years. Er wirkt größer als sonst, erfüllt mit Stolz auf die Vergangenheit. I'm satisfied with this explanation. Of course. Clarity of vision. Awareness. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Natürlich. Higher realms. Of course, it all makes sense. Was war das mit den höheren Sphären? Hört sich interessant an. It's really not. Please, do spare us the cocaine fairy tales. Nein. Yes, indeed. We're not here to investigate the drug trade of centuries past. But imagine, purest cocaine. Now that would make you feel like a king. Not that you can afford it, but what about speed? Speed is cheap and good. Um nochmal auf das Kokain zu sprechen zu kommen. Oh, hold. You can't give... That's why I'm satisfied. Of course. Philip III... Higher realms. Of course, it all makes sense. Das scheint mir für einen Monarchen ein unverantwortliches Verhalten zu sein. Auf Drogen sollte man keine schweren Maschinen bedienen und erst recht nicht über Länder herrschen. From what I've seen of the officers of the Elysium... But I don't want to get into a debate about drug policies. Gut, dann reden wir über etwas anderes. Right. Okay. Da haben wir jetzt einen Punkt mehr drauf, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Du musst dich irren. Ich bin ein lupenreiner Radikaler. Und das war ich. Hör vernünftig. Irgendwer muss sich ja für die Vernunft einsetzen. Das liegt daran, dass ich, sobald es politisch wird, immer keine der oben genannten Antworten gebe, oder? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's a temporary surge of serotonin. But something tells you it's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Zuerst hätte ich gern gewusst, wo dieses Königreich des Gewissens liegt. It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Wie schafft man diese Rahmenbedingungen? Incrementally. Yawn, you'd get there faster with a little speed. Speaking of, when are you going to get on that, bub? History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually.
increment by increment. Aber was ist mit all den Sachen, die jetzt falsch laufen? Tisk tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. What benevolence. What a fucking joke. Moment, geht es beim Königreich des Gewissens wirklich darum, irgendetwas zu verändern? Oder geht es nur um die Erhaltung des Status quo? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Bist du der Ansicht, dass der Status quo Chaos und Blutvergießen vorzuziehen ist? Nein. Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. Wir können halt schon gar nicht mehr zusagen, ne? Also ich hätte halt gesagt, ne, wir sind halt so focused on Electrochemistry, dass wir halt raus sind, aber okay, wie genau muss man sich das Königreich des Gewissens denn vorstellen? The kingdom is difficult to comprehend and even more difficult to describe, partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Klingt unglaublich. An und Sie. Machen wir uns sofort auf den Weg dahin. Schön und gut, aber ich will weiterhin in der Gegenwart leben. Mann, das klingt irgendwie furchtbar. Ich glaube nicht, dass ich weiterhin Moralist sein will. Oh, schade, ich hätte gern die Antwort gehabt mit, das klingt scheiß langweilig. Ganz ehrlich, wir sind halt nicht in der Position, dass wir irgendwas für die Zukunft tun. Weder für unsere eigene noch für eine andere. Also halt nicht mehr. Das waren wir vielleicht mal, aber na. Das klingt furchtbar. What you want is immaterial. The kingdom of conscience is coming, whether you like it or not. Only very slowly. Ja gut, dann kann es mir ja egal sein. Wir hätten wahrscheinlich noch irgendeine Quest gekriegt dadurch, ne? Aber ganz ehrlich, wir werden wahrscheinlich sowieso... Hoppala. Was war hier? Das lebhafte Zirpen und Zwitschern von Schwalben erfüllt die Luft. Okay. Also es würde Sinn machen, jetzt nochmal in den Hafen zu gehen oder mit dem LKW-Fahrer nochmal zu sprechen. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer. Everything's cool here. Was ist denn so cool? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer. From out on the bay, a cool wind gathers. It sweeps into the city, tugging at the textiles hanging around the stand. Some distance away, the sound of a tin can clattering across the street can be heard. You're very cool. Bang, 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 bang. Wirklich? Sie halten mich für cool. Oh, yes. You got style. You got personal style. You know what you like. Zufrieden betrachtet er sein Königreich des Konsums. You like premium menswear. Look around and browse. Everything looks cool on a guy like you. Take your time. Don't be distracted by the flattery and funny man act. Questions.
Schade, wir können ihn nicht wirklich überzeugen, uns Geld zu geben. Noch nicht. Mal gucken. Was für Sachen verkaufen Sie denn hier? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Wo haben Sie die bequeme Hose denn her? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers. All extremely cool and above board. Gibt es für coole Polizisten wie mich einen Rabatt? No need for discounts at ceilings, officer. Everything's already on sale. Anything you want, 50% off. Ich hätte gerne eine bequemere Hose, bitte. Anything for you. Wo kommen Sie her? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All Revachol. Es ist besser, es nicht zu erwähnen. Klingt gut, dann kommen wir wieder zurück zum Geschäftlichen. Very cool. I like your style, officer. Ich werde mich umsehen, danke. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Ooh. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. Wir stöbern mal in der Kiste. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look first hand, buy second hand. Keep the economy moving. Du suchst in dem Haufen Lumpen nach etwas, was man noch anziehen kann. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof, and sport. All in different typefaces. Practical, and yet it may deaden your senses to the world around you. Possibly because of the awful typeface. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 for you, sir. +1 Beherrschung. +1 Beherrschung. Ja, vorerst nicht. Okay, für sie brauchen wir Beherrschung, aber das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das so wichtig ist. Bei ihm bräuchten wir nochmal Beherrschung. Sehe ich nicht. Nicht im Moment. Dafür haben wir auch nicht genug Kohle. There's a pile of cheap sunglasses in a small box. A variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Wir wühlen mal in der Kiste. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. These are all first-rate sunglasses. Premium design, superb material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Geben Sie mir die Sonnenbrille, die Sie mir empfohlen haben. Du setzt sie auf. Oder? Versuch es nochmal. Vielleicht findest du ja doch eine interessante Sonnenbrille in der Kiste. Ja, probieren wir es jetzt halt. No luck. Ja, okay. All you find is this lime-colored cellophane visor, produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog on its bent cap. Oh, that visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang!
and all for a mere 6 Real. Kim, sollten wir uns auf ein Feuergefecht vorbereiten? Ich hoffe, wir sagen das im Scherz. I hope not. You don't like it? Sure, Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. Auf keinen Fall. Geben Sie mir die Sonnenbrille, die Sie mir empfohlen haben. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Damn, officer. You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 Real and 50 cents. They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. No, you are definitely not buying those. Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe, Kim. Mir gefällt die Sonnenbrille. No, I can't. We can't walk around with you looking like this. Okay, fine. Go ahead. If you want to look like a walking midlife crisis, then who am I to defeat? Allein der Dialog war es wert. Nein, es ist schon okay, Kim. Walking Midlife Crisis ist fantastisch. Okay, ist die Granny noch da? Nee, die ist weg. Ist auch sonst nichts. Das ist natürlich eher unspannend. Ob wir in der Pfandleihe noch was rauskriegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Hello, hello. No. No, we do not. Nicht jetzt auf jeden Fall. Achso, wir können auch hier hochgehen. Ja gut, dann machen wir das doch. Und dann... Ich tatsächlich... Da unten zwischen den Lastern liegen Zigaretten. Hol sie dir. Wo denn? Wo denn? Ich will sie ja... Ah, da! Fallen unter Werkzeug. +1 Intellekt, -1 Gesundheit. Aber gerade brauchen wir kein Intellekt. Diese in Grad hergestellten Zigaretten weisen einen auffällig hohen Teergehalt auf. Ein absoluter Favorit unter Fischern, Polizisten und Arbeitern auf der ganzen Welt. Oh, wir haben das Zeug ja auch noch, ne? +1 auf Psyche. Ja, wenn wir Checks haben, die Psyche oder Intellekt brauchen, dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zurück. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Wir bräuchten Empathie. Shit. Haben wir irgendwas, was Empathie senkt? Nein. Jetzt hätten wir das nochmal. Wir können natürlich gerade mal... Ach, die Jacke ist so viel besser. Hier irgendwas, was Empathie erhöht? Nein, nichts davon. Okay. Still here, stuck in this damn jam, my man. Haben Sie Imperial für einen einfachen Maloche? Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Wer sind die? The bosses, man. Ist ja auch klar. Erst die Arbeit, dann die Bezahlung. Ich weiß ja nicht, für wen die Bosse sich halten, aber das klingt nach einer guten Regelung. Für sie? Yeah, it sure ain't good for me. Or you. I'd spare a coin or two for a city cop down in his luck. If I had saved 4 myself.
Das bringt uns alles nicht weiter. Können wir hier mit... Ne, hier können wir auch nur mit dem Fleischkloster vorne reden. Ah, hier war die Granny. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. Ja, okay. Gut, dann kommen wir da auch nicht weiter. An old monument stands in the middle. Ja, okay. That doesn't help at all. Okay, jetzt wird es aber natürlich knifflig, irgendwo weiterzukommen. Ja, mit ihm will ich gerade nicht reden. Ich finde den Scheiß. Ich glaube auch nicht, dass der mich weiterbringt. Also, ja gut, wir haben natürlich eine Stelle, wo wir weitermachen könnten. Hola, Wandering Man. How can I help you? Dieser Schnüffler, dem ich einen Besuch abgestattet habe, wie sich herausgestellt hat, besitzt er eine riesige Sammlung kolonialer Tassen. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Na, seine Tassensammlung verkörpert sicherlich antiquierte gesellschaftliche Werte. Merken Sie, wie sehr wir alle damit beschäftigt sind, uns auf die rassistischen Tassen zu konzentrieren? Das ist genau das, was die herrschende Klasse will. Ah, so schlimm kann doch der Besitz ein paar witziger Tassen nicht sein, oder? Ich sage doch nur, dass er viele Tassen hat. Wir gehen mal mit dem ersten. Schon sehr antiquierte gesellschaftliche Werte. Like I said before, I don't know much about this weasel, but the bossman said he's a real piece of work. Thanks for helping out, friend. Okay. Wir sollten wahrscheinlich nochmal mit Wrack sprechen. Weiß ich nicht. Was liegt hier noch? Oh, eine Postkarte. Okay, nehmen wir mit. Das Ding ist leer, oder? The file cabinets, the drawers. Ja, okay. Diese laminierte Postkarte bietet einen Blick über den Fluss. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Krieg ist das Ostufer bereits vollkommen saniert. Zahlreiche Gärten und Wohnhäuser zieren die üppigen Hänge und jemand hat ein kleines, beiges Luftschiff am Springbrunnen geparkt. Diese Postkarte lässt sich für ein hübsches Sümmchen verkaufen. Naja, 34 Cent. Ich meine, es ist besser als nichts und wir müssen halt irgendwie auf unsere 20 Real kommen. Oder irgendwo anders unterkommen. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsh and Arret are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsh on. Arret off. Wir machen das Ding an. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Ich würde ihn gern absenken. Ah, okay. Der senkt sich automatisch ab. Die Frage ist, wen haben wir damit jetzt aufgeschreckt? And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. This crane was built with a purpose, which has now been fulfilled. To move this container. Was ist denn im Container drin? Who can say? All you know is,
it's special. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Ich würde gerne in den Container gucken, oder es zumindest versuchen. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Lieutenant, ich glaube, dieser Container ist irgendwie besonders. Is this like your thing with that wall again? Kann sein, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wir sollten da weiter nachhaken. You do? Because I don't. Was? Warum nicht? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Vielleicht ist da Schmuggelware drin. There may very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? Ich mach die Tür trotzdem auf, ist mir egal. You attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Kann ich sie aufbrechen? Also es ist keine clevere Idee, aber... You're back before the cargo container. Okay, Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Es macht halt gar keinen Unterschied. Also macht halt gar keinen Sinn, aber wir klopfen an die Tür. No reply. Rhetorik. Geil. Du überzeugst die Tür, sich zu öffnen. Das Großartige ist, mit genug Rhetorik würde es theoretisch sogar gehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Bonuspunkte her haben, ne? Aber okay. Okay, dann legen wir unsere Werkzeuge mal wieder weg. Gucken noch mal kurz auf das Panel. Das macht sonst nichts, oder? A rusting control panel with several knobs. The crane does not return to its original position. Okay. Das bleibt also da. Ja gut, ich denke, wir werden wohl schon nochmal mit Leuten reden müssen. Das ist furchtbar. Wer macht sowas schon gerne? Ist Danny the Man noch da? Oh, hey, mister. I'm not gonna bother you with a long greeting, just like we talked about before. Ah, er war Leo. Right. Container. Ich würde, glaube ich, ganz gern mit ihm nochmal, also was heißt ganz gern? Ich würde mit ihm nochmal sprechen wollen, aber in der nächsten Folge, denke ich. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.